Willkommen zurück auf den digitalen Knauf-Werktagen 2023 hier live aus Meerbusch bei Düsseldorf. Und wir haben jetzt was für alle, die sich für den Bereich Innenausbau interessieren und speziell für den Bereich Design und Akustik. Das heißt, wir stellen Ihnen jetzt ein Produkt vor, das nicht nur die Akustik in dem Raum sehr, sehr gut verbessern kann, sondern das nebenbei auch noch ziemlich gut aussieht und hochwertig. Das verspricht das Lamellensystem Design Board und Design Line. Falls Sie jetzt gleich Fragen zu diesem Produkt haben, das wir Ihnen jetzt ja gleich vorstellen, dann stellen Sie die uns gerne in dem Webportal, wo Sie uns gerade zuschauen über diesen Livestream. Da haben Sie auch eine Chat-Funktion, ganz einfach zu finden. Klicken Sie sich einfach durch und schreiben Sie Ihre Frage da rein. Und wenn Sie schnell sind, dann habe ich jetzt gleich auch noch die Möglichkeit, Ihre Fragen hier live im Stream zu stellen. Der Fachmann für diesen Bereich, das ist Hubert Vogt von Knauf. Hubert, hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Erzähl doch erstmal, wir haben hier das Design Board. Was ist das Ganze, wie funktioniert das? Designboard ist aufgebaut als nicht brennbare Mittellager-Gipsfaserplatte, also das Standardprodukt von Knauf. Und wir haben bei Knauf Design die Aufgabe bekommen, damit nicht brennbare Verbundelemente zu erzeugen für das Objekt, für die Anwendungen in Fluchtwegen, überall da, wo der Gesetzgeber sagt, ihr müsst den Damen und Herren, falls was passieren sollte, die Möglichkeit geben, die Räume, die Fluchtwege, die Dinge zu verlassen. Und wir haben die Aufgabe bekommen, das schön zu machen, das heißt mit Oberflächen zu versehen. Und wir sehen hier die nicht brennbare Wandverkleidung in Eiche poliert mit einer Perforation von 0,5 mm, also ein Wandabsorber A. Das heißt, wir können nicht viel mehr Wand zeigen in Verbindung mit schallschluckenden Elementen. Das heißt, wir nehmen hier 90% des Raumschalles schon weg. Das passiert über diese kleinen Löcher, die wir gerade auch schon mal kurz gesehen haben, kleine und größere Löcher, die schlucken tatsächlich den Schall. Oder wie funktioniert dieser Effekt genau? Wir bohren quasi die Decklage mit einem 0,5er Loch auf. Das heißt, auf 1 Quadratmeter sind ca. 100.000 Löcher. Gleichzeitig ist die Mittellage dann in einem Raster größer gebohrt, sodass der Schall, wenn er hierher kommt, vorne auftrifft, dann in der Mittellage quasi über die Schwingung abnimmt und ganz geschluckt wird. Okay, das ist echt Wahnsinn. Und ich weiß, dass Design Line, das nächste Produkt, was auf der Seite hier ist, funktioniert im Prinzip erstmal ganz ähnlich. Das heißt, wir haben ja auch wieder die Themen Brandschutz und Akustikverbesserung. Wir haben ja hier die dekorative Platte im schallharten Bereich bzw. im akustisch wirksamen Bereich. Und die Platte ist ja immer, so wie man es auch sieht, immer gerade. Und wir haben ja den Trend, das merken wir oder das sehen wir auch überall, wenn wir jetzt in den Do-it-yourself-Markt gehen, werden ja überall Leisten angeboten für den Interieurbereich, um eben die Themen aufzulockern. Also wenn es einfach mal ein bisschen schicker, ein bisschen designhaltiger aussehen soll. Genau. Und wir bei Knauf sind ja jetzt hier in dem Fall im Objektbereich unterwegs und der Kunde hat das an uns herangetragen, ob es denn nicht für den technischen Brandschutz auch die Designelemente gibt. Deshalb ja auch Design Line. Und wir haben das dann entwickelt in 2 verschiedenen Varianten. Einmal im Standard wie hier auch in nicht brennbar und hier mit der abgerundeten Kante, das können wir hier auch wieder sehen, haben wir das Ganze in schweren flammbar. So qualifiziert, damit wir wieder im Gesamtpaket, das Sicherheitspaket an den Verarbeiter, an den Händler oder an den Architekten am besten schon in der Vorplanungsphase geben können, um zu sagen, du kannst, egal welchen Bereich du machst, du hast hier das Paket, du kannst wählen und du kannst daraus auswählen, bist immer in der sicheren Zone. Was sind das jetzt genau für Materialien? Also das ist ja hier so eine Holzoptik, besteht im Innern aber, glaube ich, aus Gips auch einfach, ne? Wir haben hier wieder, so wie hier auch, Gipsfaserplatte. Vielleicht können wir auch hier mal das Ganze im Schnitt zeigen. Hier haben wir die verschiedenen Dimensionen. Mittellage Gipsfaser, hier oben einfache Platte, hier unten doppelt verleimt, hier unten dreifach verleimt. Die Mittellage, wie gesagt, Gipsfaser und dann ummantelt mit einem Echtholzfurnier, um dem Ganzen die entsprechenden Optiken zu geben, um das Ganze dann schön zu gestalten. Und was ist hier in der Mitte jeweils? Also wenn wir hier mal so reinschauen, sehen wir ja so einen schwarzen Stoff noch, der, glaube ich, relativ dünn ist. Was ist das und was bringt das für einen Effekt? Das ist eine akustisch wirksame Dämmfeder. Das heißt, je nachdem, ob wir von 5 bis 34 mm, über das haben wir die Zulassung, den Abstand zwischen den Leisten wählen, können wir entsprechende Schallwerte wieder erreichen, sodass wir hier auch zwischen 0,5 und 0,7 Alpha-W erreichen. Das heißt, wir nehmen im schlechtesten Fall 50% weg, im besten Fall 70% des gesprochenen Wortes des Raumschalls. Und der verfängt sich dann eben auch wieder ähnlich wie hier hinten dran und klingt dann aus.
Auf jeden Fall bringt es eine deutliche Verbesserung in vielen Räumen, wo zum Beispiel viele Menschen unterwegs sind und wo wir eine gute Akustik haben wollen. Und ich weiß, das Besondere an diesem Produkt ist ja auch, dass man es auch wirklich relativ einfach montieren und anbringen kann. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ne? Genau. Dazu gehen wir mal weiter. Kommt mal mit. Da sehen wir nämlich, wie das Ganze montiert wird. Was haben wir da? Erstmal gibt es so eine Art Unterkonstruktion offensichtlich, ne? Ja, wir haben hier die Unterkonstruktion aus Metall. Wir haben eine Anfangsschiene, auf die können wir dann unsere Leisten aufsetzen. Wir haben unsere Designboard-Fix-Schiene, die trägt 18 mm auf. Und da werden dann mittels Klammern, ich zeige die auch mal, mittels Eindrehklammer wird dann das Produkt quasi fixiert. Ich nehme das, drehe das hier rein, schiebe das hier an die Seite, schon ist das Produkt fest und kann nicht mehr demontiert werden. Das heißt, ich brauche für die Anwendung an der Wand kein Werkzeug. Ich kann das einfach montieren. Ja, jetzt kommt noch eine Klammer dran wahrscheinlich. Ne? Und die Klammer sorgt auch dafür, dass der Abstand vermutlich immer gleich ist, ne? Zwischen jeder Lamelle und es nicht nachher total wie Kraut und Rüben aussieht. Wir haben also immer den gleichen Abstand und können da völlig sicher dann im Nachgang unsere akustische wirksame Dämmfeder einziehen. Ach, die zieht man dann von oben rein am Ende? Einfach durch. Einmal ganz runter. Jetzt haben wir quasi das geschaffen und so kann ich nahtlos weitergehen. Das heißt zusammenfassend letztlich eine Lösung, wo ich mit relativ einfachen Mitteln dank dieser Unterkonstruktion das Ganze an die Wand anbringen kann, auch ohne, dass ich mir Sorgen machen muss, dass nachher am Ende alles schief ist. Richtig. Also wenn ich das ordentlich gerade montiere, kann ich das, wie Sie eben gesagt haben, einfach an die Wand bringen und bin immer im System, immer im Raster und habe immer die positiven Seiten auf meiner Seite. Wunderbar, das klingt nach einem tollen neuen Produkt. Hubert, vielen Dank fürs Vorstellen und dir noch einen schönen Tag auf den Knauf Werktag. Dankeschön. Danke dir. Ja.